Grammatik? Kein Problem. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und veranstalte für dich einen mehrteiligen Grammatik-Workshop, in dem du nicht nur die Basis unserer Grammatik lernst, sondern auch zwei super wichtige Themen im Detail, nämlich den Satzbau im Haupt- und Nebensatz sowie Akkusativ und Dativ. Und zwar mit meiner eigenen Methode, mit der schon tausende Deutschlerner erfolgreich gelernt haben. Warum habe ich diese beiden Themen ausgesucht? Da passieren die meisten Fehler. Und das weiß ich aus mittlerweile fast 15 Jahren Unterrichtserfahrung als Deutschlehrerin. Vielleicht weißt du, dass ich mein Masterstudium in Germanistik gemacht habe und dann viele Jahre an der Universität Saarbrücken Deutsch für Ausländer unterrichtet habe. Ich selbst komme aus der Nähe von Stuttgart, ich bin also deutsche Muttersprachlerin und Grammatik ist mein Leben. Ich schreibe sogar meine Doktorarbeit darüber, die hoffentlich eines Tages fertig wird. In den vielen Jahren in der Wissenschaft habe ich gelernt, Grammatik ganz einfach und logisch zu erklären und dazu nicht nur meine eigene super effektive Methode entwickelt, sondern gleich einen kompletten Grammatikkurs dazu, der alle Themen bis zum C-Niveau abdeckt. Damit wird so gut wie jedes Grammatikthema viel einfacher und logischer, denn alles hat ein System. Übrigens, ich war früher richtig schlecht in Grammatik, aber nachdem ich das System einmal verstanden hatte, war mir klar, dass es jeder verstehen und anwenden kann. Natürlich auch du. Und deshalb mache ich diesen Workshop für dich, damit du Grammatik nicht mehr als Horror siehst, sondern als sinnvolle Hilfe, um die deutsche Sprache schneller zu lernen und sie natürlich auch anzuwenden. Denn das ist immer das Ziel, Sprache in der Realität zu benutzen und keine Fehler mehr zu machen beim Sprechen und beim Schreiben. Du kannst dir alle Materialien dieses Workshops herunterladen, der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Und nun zeige ich dir direkt ein Thema aus meinem Grammatikkurs und wie du den deutschen Satzbau mit meiner Methode viel einfacher und viel schneller lernen wirst. Die Induktiv-Deduktiv-Methode der Linkster Academy ist für dich geeignet, wenn du in der deutschen Sprache schon solide Grundlagen hast und darauf aufbauen möchtest. Wenn du dich auf deine B1 oder B2 Prüfung vorbereitest. Wenn du schon ein höheres Niveau hast, dir aber die grammatikalische Basis fehlt. Und natürlich, wenn du korrekt schreiben möchtest. Denn wusstest du, dass Grammatik die Kunst des Schreibens bedeutet? Lass mich dir das Ganze mal erklären. Was ist das Problem an Grammatik? Zu viele Erklärungen und Bücher sind viel zu kompliziert und abstrakt. Sie sind oft ziemlich langweilig und führen nicht zu deinem Lernziel. Sie sind zwar von Sprachwissenschaftlern geschrieben, aber nicht für Deutschlerner, sondern eher für andere Sprachwissenschaftler. Das ist zumindest mein Eindruck. Sowas hilft dir natürlich nicht wirklich, eine Prüfung zu bestehen oder überhaupt etwas zu verstehen. Ich bin auch Sprachwissenschaftlerin und ich habe die Panik meiner Studenten im Unterricht gesehen, wenn wir diese Bücher benutzt haben. Deshalb habe ich eine eigene Methode entwickelt, damit Grammatik leichter verständlich wird. Und diese Methode besteht aus den folgenden 5 Schritten. Erstens, du bekommst eine ganz einfache Situation auf Deutsch vorgestellt. Zweitens, ich stelle dir die richtigen Fragen, damit du diese Situation von selbst verstehst. Drittens, du bekommst eine super einfache Erklärung dazu. Viertens, um ganz sicher zu gehen, dass du alles verstanden hast, vergleichst du die Situation mit deiner Muttersprache. Und 5.
Du erhältst die für dich richtigen und gezielten Übungen, die dir dabei helfen, fehlerfreies Deutsch zu schreiben und zu sprechen. Damit kannst du jede Prüfung bestehen. Ich zeige dir mal ein Beispiel, damit du verstehst, was ich meine und warum meine Methode bereits so vielen Deutschlernern geholfen hat. Hier mal ein traditioneller Weg, um Grammatik zu lernen. Und Achtung, das ist nicht der Weg, den du in der Linkster Academy gehst. Das Verb steht immer an Position 2 im Satz. Diese Regel hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Sie gilt aber nicht immer. Schau dir dieses Beispiel an. Gehst du heute zum Deutschkurs? Siehst du, hier steht das Verb an erster Stelle. Sicherlich hast du auch gelernt, dass das Verb in Fragen an Position 1 steht. Aber wie ist es dann mit dieser Frage? Wann gehst du heute zum Deutschkurs? Jetzt steht das Verb wieder an Position 2. Auch dafür gibt es eine Regel. Wenn es ein Fragepronomen wie wann, wo, warum etc. gibt, dann steht das an Position 1. Uff, das sind viel zu viele Regeln. Es geht viel einfacher. Der deutsche Satzbau hat eine super logische Struktur. Und wenn du die einmal verstanden hast, wirst du sie nie wieder vergessen. Und glaub mir, du wirst mit viel weniger Fehlern schreiben und sprechen. Deshalb lernt man Grammatik vom Satz aus, denn wir kommunizieren ja auch in Sätzen. Ich zeige dir jetzt einen ganz einfachen Trick mit den 5 Schritten meiner Induktiv-Deduktiv-Methode, denn praktisch jeder deutsche Satz passt in eine einzige Tabelle. Schau mal. Schritt 1. Gehst du heute zum Deutschkurs? Wann gehst du heute zum Deutschkurs? Die Studenten gehen heute nicht zum Deutschkurs. Einige Studenten sind im letzten Semester selten zum Deutschkurs gegangen. Wegen des Coronavirus haben die Studenten nicht zum Deutschkurs gehen können. Schritt 2. Was fällt dir auf? Schau dir die Beispiele mal ganz genau an. Überlege dir, wofür genau die 4 verschiedenen Spalten sind. Kannst du eine Struktur erkennen? Du kannst das Video dafür einen Moment pausieren. Schritt 3. Die wichtigsten Satzteile, nämlich die Verben, stehen in der Spalte links, wenn es nur ein Verb gibt. Sie stehen links und rechts, wenn es mehrere Verben im Satz gibt. Achtung, links kann nur ein Verb stehen, aber rechts mehrere nebeneinander. In der Spalte vorne steht immer nur eine Information. Ein Fragewort, ein Subjekt, eine Information über Zeit, Ort, Grund etc. Und sogar ein Objekt kann vorne stehen. Und was steht in der Mitte? Da kann im Prinzip alles stehen, außer ein Verb. Wenn das Subjekt nicht vorne steht, steht es am Anfang der Mitte, also direkt hinter dem Verb. Verstehst du jetzt, warum ich nicht gerne von Position 1 oder 2 spreche? Das ist alles relativ, je nachdem, welche Informationen es im Satz gibt. Kannst du dir vorstellen, wie viel komplizierter das gewesen wäre, wenn ich es mit traditionellen Grammatikregeln erklärt hätte? Schritt 4. Wie funktioniert das in deiner Muttersprache? Zum Beispiel gibt es im Englischen eine andere Struktur. Schau nun gut auf die Verben. Siehst du den Unterschied zum Deutschen? Der Vergleich mit einer anderen Sprache ist sinnvoll und wichtig, da man Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser erkennen kann. Und das hilft dir, die deutsche Struktur besser zu verstehen. Schritt 5. Wir testen jetzt, ob du das verstanden hast. Versuche mal, die folgenden Sätze in eine Tabelle einzuordnen. Du kannst dafür gerne ein Blatt Papier verwenden. Heute habe ich bei Julia eine wichtige Grammatikregel gelernt. Seit wann lernst du die deutsche Sprache?
Meine Freunde und ich wollen nächstes Jahr nach Mexiko fliegen. Na, wie läuft's? Hier die Auflösung. Diese Methode funktioniert im Prinzip mit allen deutschen Sätzen und damit lässt sich sogar ganz logisch erklären, warum das Verb in Nebensätzen immer am Ende steht. Schau dir mal diese Beispiele an. Ich kann nicht zum Deutschkurs gehen, weil ich krank bin. Obwohl ich eine Prüfung schreibe. Wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Was fällt dir auf? Schau dir den Hauptsatz in Zeile 1 an und danach die 3 Nebensätze. Worin liegt der Unterschied? In Zeile 1 siehst du den Hauptsatz mit der Struktur, die ich dir gerade gezeigt habe. In den Zeilen 2 bis 4 stehen Nebensätze und die kann man an den Hauptsatz hängen. Damit das funktioniert, braucht man Wörter wie weil, obwohl, wenn und so weiter. Sie heißen Konjunktionen. Und diese Konjunktionen haben einen festen Platz, nämlich in der Spalte links. Immer. Und weil da jetzt kein Platz mehr für ein Verb ist, müssen alle Verben am Ende stehen. So einfach ist das und funktioniert immer wieder nach derselben Regel. Weitere Konjunktionen sind das, ob, als und nachdem. Die kennst du alle, oder? Man kann übrigens auch mehrere Hauptsätze miteinander verbinden und auch in diesem Fall lässt sich der Satzbau ganz einfach mit der Tabelle erklären. Du findest Beispiele und die Erklärung dafür im PDF zum heutigen Video. Ist es nicht viel einfacher und logischer, es so zu lernen? Schauen wir uns nochmal die 5 einfachen Schritte der Induktiv-Deduktiv-Methode an. Erstens, eine einfache Situation auf Deutsch. Zweitens, die richtigen Fragen, damit du die Situation von selbst verstehst. Drittens, eine ganz einfache Erklärung. Viertens, der Vergleich mit deiner Muttersprache. Und 5. die richtigen Übungen. Glaubst du, dass du den deutschen Satzbau schon besser verstehst? Deine Antwort lautet bestimmt ja. Und du bist nicht allein. Zigtausende Deutschlerner haben bereits mit dieser Methode den deutschen Satzbau und viele weitere Grammatikthemen gelernt. Und du kannst das auch. Es ist also wirklich so einfach, die deutsche Grammatik zu lernen. Wenn du die richtigen Erklärungen, die richtigen Übungen und eine Lehrerin hast, die dich an die Hand nimmt, dann ist es auch für dich machbar. Im nächsten Video werde ich dir diese einfache Methode weiter demonstrieren. Ich werde dir noch mehr Grammatik erklären und sogar kostenloses Übungsmaterial schicken. Also melde dich an, damit du alle Infos und Inhalte direkt erhältst. Schreib mir bitte einen Kommentar und lass mich wissen, ob diese Methode für dich hilfreich war und ob du damit lernen möchtest. Auch würde ich gerne wissen, welche deine größten Schwierigkeiten mit der deutschen Grammatik sind, denn dann kann ich das ebenfalls mit der Induktiv-Deduktiv-Methode behandeln. So kann ich dir zeigen, dass du die gesamte deutsche Grammatik mit dieser einfachen und logischen Methode lernen kannst. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.